Ja, endlich ist er da. Nein, nicht irgendein Cupra, ein echter Cupra. Der Cupra Formentor. Heute eingetroffen im Autohaus Cyril in Saarlouis. Grüß dich, hallo. Ich Mike, servus, hi. Du guckst so ganz begeistert hier zu diesem richtig geilen neuen Wagen, der heute angekommen ist. Ja, ist gerade eben geliefert worden. Habe ich mir es natürlich nicht gehen lassen, dich direkt anzurufen, um dieses Auto präsentieren zu können. Und ich selbst durfte ja bis dato fast nur in dem Prototypen sitzen. Also in dem fertigen Auto hat bis jetzt noch keiner gesessen. Und hier ist er endlich, jetzt kann es losgehen. Aber ich kenne jemanden, der den Wagen zum Beispiel schon mal aufgemacht hat. Hallo Michael, grüß dich. Hi Mike, hallo. Du guckst auch so begeistert. Ja, also wir haben jetzt, ich glaube, 2 Jahre auf das Auto gewartet und jetzt endlich ist er heute eingetroffen. Heute angekommen und steht ab heute bei euch, kann bewundert werden, kann Probe gefahren werden. Ja, ab heute können wir auch Probefahrten durchführen. Und hier ist natürlich der Andrang groß. Wir haben schon mehrere Fahrzeuge verkauft, ohne dass die Kunden das Auto überhaupt gesehen haben. Und die kriegen natürlich jetzt erstmal noch den Vorrang, dass die das Auto zuerst mal fahren dürfen, weil die haben ja auch schon unterschrieben dafür. Jetzt im Ernst, also das heißt, ihr habt wirklich schon Fahrzeuge verkauft, obwohl noch keiner mit Probe fahren konnte? Ja, wir haben 12 Fahrzeuge verkauft, ohne dass sie bis jetzt einer gesehen hat. Dann scheint die irgendetwas richtig gut zu machen. Ja, definitiv. Also wir haben hier mit dem ersten eigenen Cupra schon ein richtig geiles Auto. Definitiv. Ja, dann legt mal los. Verrat mal ein paar Highlights hier von dem echten Cupra. Ja, die Highlights verrät der Michael und ich ziehe in der Zeit mal die Folie ab und zeige die Front mal genau. Ja klar, die wollen wir natürlich sehen. Hier ist noch die Schutzfolie drauf vom Transport. Genau, also das Auto ist noch im Transportmodus. Der ist gerade vom LKW runter, noch überall beklebt. Funktioniert auch noch nicht alles vom Mediasystem her. Von den Highlights her sind zum Beispiel serienmäßig immer schon drin, klar, die LED-Scheinwerfer, 12 Zoll Navigationssystem, beheizbares Sportlenkrad, adaptives Fahrwerk, Abstandsregeltempomat. Also das Auto hat eine Fülle von Serienausstattung, die hat sich gewaschen. Du hast gerade eben schon gesagt, Sportlenkrad. Wenn ich mir den Wagen so anschaue, so gelungenes, ja, ich würde sagen Crossover, SUV, Coupé, aber absolut sportlich. Ja, also definitiv. Es ist eines der wenigen SUV-Coupés am Markt. Das sucht seinesgleichen. Wow, echt schick und ja, ich kann verstehen, ja, das muss ich gleich nochmal machen, das sieht ja geil aus. Ja, das ist, wenn man das Auto aufsperrt, das sieht man dann auch, wir können ja gleich mal noch den Blinker anmachen, das sind dann die Blinkleuchten. Ja, auch hier dieses Lichtband, echt sehr gelungen, also absolut, auch von hinten, nicht zu übersehen. Nee, und vor allen Dingen noch, wenn es dunkel ist ein durchgehendes LED-Lichtband. Wow, also so ein Coast-to-Coast-Lichtband hier mit integriert. Echt Wahnsinn. Wir gucken auf jeden Fall gleich mal rein, aber erstmal schauen wir mal vorne nochmal. Marc hat jetzt ja gerade die Folie komplett abgezogen. Wow. Schick, sportlich, cooler Wagen. Definitiv, ja. Cool. Ich finde es toll, dass ihr beide auch so begeistert seid hier von dem Wagen. Und ich kann mir vorstellen, ganz viele, die jetzt bei euch kommen. So, dann lass uns mal einen Blick reinwerfen. Ja, wie du schon gesagt hast, hier Sportlenkrad. Genau. Mit jeder Menge Funktionstasten. Mit jeder Menge Funktionstasten. Also man sieht schon, im Innenraum ist sehr aufgeräumt. Es geht alles über das 12 Zoll große Display und über Sprachsteuerung. Am Lenkrad wird auch nur das Auto gestartet. Also das heißt, da ist der Start-Stopp-Knopf auf der rechten Seite vom Lenkrad. Links haben wir den Cupra-Button. Da kannst du das Auto individuell einstellen. Also mit dem Cupra-Fahrerprofil kannst du die DNA vom Auto ändern, ob die auf Cupra sportlich sein soll oder Komfort, normal. Das dann unter anderem Auswirkungen auf serienmäßige Fahrwerk hat. Auf jeden Fall richtig fett, cool ausgestattet. Wie sieht es mit der Motorisierung aus hier? Motorisierung gibt es aktuell eine Motorisierung. Das ist der 2 Liter TSI mit 310 PS, Allrad und DSG. Okay, der kann einiges. Der kann einiges, ja. Wow, also mir gefällt er richtig gut. Also ein echt gelungener Wagen. Können wir vielleicht noch kurz einen Blick hinten reinwerfen? Ja, wir haben jetzt auch schon mal das LED-Lichtband angemacht. Marc war schon mal so frei. Ist natürlich auf der Kamera schwer zu sehen. Ne? Ich glaube, das geht mit der Kamera nicht das so. Das kriegen wir hin, aber es ist ein bisschen hell noch, was ja gut ist, damit wir den Wagen auch richtig sehen können. Aber im Dunkeln sieht das wahrscheinlich mega schick aus.
Ja, man wird ihn auch wahrscheinlich meistens von hinten sehen. Okay, das ist eine Ansage, ganz klar. Ich habe mich ein klein bisschen informiert. Ich glaube, er hat auch dieses tolle Welcome Light. Das ist richtig? Ja, er hat ein Welcome Light und dort zeigt er sogar das Cupra-Symbol an. Super, das können wir jetzt. Marc macht's an. Wir können es zeigen vielleicht. Moment. In den Händen vielleicht. Dafür ist es natürlich jetzt zu hell. Ja, klar, das ist ja logisch. dieses Begrüßungslicht. Also du hast ja hier, das Auto begrüßt dich dann mit dieser Coming-Home-Funktion, dass die Scheinwerfer angehen. Du hast beleuchtete Einstiegsleisten und dieses Welcome Light mit dem Cupra. Kann jetzt auch sein, dass es nicht funktioniert, weil er noch im Transportmodus ist. Ja, nee, das geht noch nicht. Okay, also noch ganz neu, noch nicht alles eingestellt, aber grundsätzlich würde man hier mit dem Cupra-Logo begrüßt werden. Genau, der geht auch gleich in die Werkstatt. Wir machen die Übergabe, alles soweit fertig und dann kann man das bei Probefahrten jetzt schon testen. Das heißt, ihr seid selber noch gar nicht wirklich drin gesessen? Nee, der war jetzt ja tatsächlich vom Transport, also Auto gekommen, wir haben dich angerufen, jetzt erst Video gemacht, dann geht's in die Werkstatt und dann geht's ab auf die Straße. Und dann fahren Michael und ich zuerst mal, hundertprozentig. Ich wollte sagen, also das lasst euch doch nicht nehmen. Erstmal selber eine Runde durch Saint-Louis drehen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall, weil wir ihn ja selbst noch nicht fahren konnten. Alle Schulungen, alles, was es normal ja so für Einführungen gibt, waren ja durch die Covid-19-Pandemie einfach ausgesetzt. Und so müssen wir uns das Auto natürlich auch selbst beibringen. Aber ich freue mich jetzt so richtig drauf, dieses Auto zu fahren, glaub ich. Okay, dann mache ich gar nicht mehr lange rum. Eine Sache noch, ich meine, passenderweise kam er ja rechtzeitig auch zum Autofestival, Genau. welches ja gerade stattfindet. Das heißt, ein Grund mehr, zum Autofestival zu kommen, zu euch zu kommen und sich hier den neuen Formentor anzuschauen. Da kann man noch was dazu sagen. Wir haben diese Woche, exklusiv diese Woche, bis 20 Uhr geöffnet. Und die Kunden können bis 20 Uhr zu uns kommen und dieses tolle Auto bewundern. Ich habe gerade verraten, ein paar davon sind verkauft. Jetzt fragt sich bestimmt der eine oder andere, was kostet mich denn das Spaß? Also wir haben das Auto startet bei 45.000 Listenpreis. Bei Barpreis gibt noch der ein oder andere Euro ab. Und wir haben im Moment ein sehr attraktives Leasingangebot. Also auf jeden Fall diese Woche zum Autofestival vorbeischauen. Und es lohnt sich definitiv, dieses Auto sich mal genauer anzusehen und auch durchrechnen zu lassen. Also vorbeikommen, Autohaus Tirol in Saint-Louis. Marc, wer kennt die Adresse besser als du? Ja, wollte ich gerade sagen. Also Cupra-Standort in Saarlouis, die Fasanenallee 48 in 66740 Saarlouis im Saarland. Vorbeikommen, Probe fahren, reinsetzen, schauen, erleben. Wahnsinnig geiles Auto. Und mega Spaß haben mit dem neuen Cupra Formentor. Ein echter Cupra. Ja, euch beiden. Vielen Dank und wie hab's versprochen, ich bin sofort wieder weg und euch jetzt viel Spaß bei der Probefahrt. Macht's gut, ciao. Vielen Dank, ciao.